Ein herzliches Willkommen zurück. Heute ist sie wirklich dran, die Mission hier, die Hauptmission dieses Kapitels, die Eroberung Hefrings. Hat lang gedauert, wir hatten jetzt sehr viele Supports und die haben tatsächlich noch 3 Stück, die ich jetzt noch machen möchte. Ich denke, das wird nicht allzu viel Zeit in Anspruch nehmen und wir werden sicherlich genug Zeit haben im Anschluss, uns dieser Mission zu widmen. Wir haben wie gesagt nur 3 Supports mit, die A-Supports, die machen wir später. Das heißt, jetzt ist erstmal Ingrid und Marianne dran für den Beginn. Sehen wir mal. War ja schon ein ganz netter C-Support, den fand ich echt ganz witzig. Mal sehen, wie es weitergeht. She's been flicking her tail a lot today. Does that mean she's happy? No, she's just brushing off flies. Oh, that makes sense. Also, I was thinking she was in a bad mood because she kept stomping her hoof. That means she wants more hay and higher quality feed if possible. Where's this coming from, huh? You keep eating like this, you'll only have more weight to carry around. I've really been trying to figure out what she's thinking based on her behavior, but it's so hard. I'm impressed you manage it so easily. Oh no, I'm not that impressive. What's wrong, Ingrid? Marianne, perfect timing. My horse is refusing to move again, and I need to help an ally back on the battlefield. She doesn't seem scared like before, so I'm not sure what to do. Okay, I'll talk to her. Shh. You're fine. You'll be all right. Well, what did she say? She doesn't want to take you to the battlefield because it's too dangerous. For you, I mean. So that's what was troubling her. All right, I'll take it from here. There, girl. It's all right. Even if we're heading into danger, I'll be fine so long as I'm with you. Now lift your head and walk. One of our friends is waiting for us. Aw, thanks. I'm counting on you. Thank goodness you got through. I have been doing my best to learn how to connect with her, and it's clearly paying off. Though I'd never have understood her feelings without your insight. But I didn't do anything. More importantly, you should hurry and help your friend. I will. See you later. Wait, Ingrid, I hope you come back safely. And then, when you do, maybe we can... Oh, you want to go horseback riding together sometime? Of course. I'd love to have Dorte join us. Oh, yes, actually. But how did you know? When you spend enough time with a person, you start to pick up on what they're thinking through facial expressions and mannerisms. It's especially true of close friends. So I guess all my practice helped us as well. Oh, Ingrid. I really admire how hard you work at everything you do. I hope you return safely. Dorte and I will be waiting for you. We'll come back safe, Marianne. I promise. Sehr schöner Support, der hat mir richtig gut gefallen. Das war ja fantastisch mal wieder, oder? Das war wirklich ein sehr schöner Support. Auch wieder was man sehr gut tatsächlich zeichnen könnte, ne? Muss man sagen. Ich finde es aber interessant, darüber nachzudenken, was gute Motive abgibt bei so Support-Gesprächen. Auch manchmal ganz faszinierend. Manchmal wird dann tatsächlich auch ein bestimmter Moment mal gezeichnet. Dann mal ganz schön, wenn man auf so Fanart stößt und ja, ne? Hat schon was. Also wirklich sehr schön. Ist ganz witzig, ja. Marianne kann natürlich super mit Tieren umgehen. Ingrid wiederum hat eine sehr gute Menschenkenntnis. Stark. Okay, machen wir Linhard und Chris. Und danach haben wir nur noch einen Support und dann fängt auch schon die Mission an. Oh hey, looks like I'm not the first one to show up. Hello there. No need to pay me any mind. I'll just be absorbed in my book here. I assume you've come to meet someone? As they've clearly not arrived yet, why don't you join me? Here. Thanks. Hey Linhard, you're into all that spooky magic stuff, right? Like sorcery and crests and whatnot? Yes. Why? Is there something you'd like to ask me? Oh, no. I was just thinking it's kind of weird that you've never really been interested in my power. Do you want me to be? Eine ehrliche Antwort geben? Naja, wenn das nicht ist. Ich finde es nur interessant, dass er das da nicht ist. Ich meine, müsste ja auch schon eine gewisse Faszination wecken, oder? Yeah, I mean, I don't even understand it myself.
But with you helping me, I might actually learn something. Uh-huh. Well, not everything piques my interest. Your circumstances simply do not. If you're not interested, then so be it. But is there any particular reason why? Hard to say. Perhaps because a sword is the only thing you're able to manifest? Strictly speaking, I suppose your power does raise some questions. But that sinister weapon of yours, it just doesn't leave me all that interested in learning more. Sinister, huh? Well, that's one way to describe it. Tell me, have you ever beheld one of the hero's relics? They also possess the most peculiar aura. And yet, there's something almost divine about the terror they instill. But your sword, it's cold. Maybe even inhuman. In more complex terms, it's little more than an inorganic, dispassionate construct. Not a hint of the goddess's divine guidance in its design. It's not as if you were able to choose what you manifested, right? It just came to you. True, but what if I could turn it into something else and start manifesting different things? Would you be interested then? Is such a thing possible? I would like to see that for myself, I must admit. In fact, I'd be quite excited by that. What a fascinating topic to lay at my feet. Oh, es ist wirklich erstaunlich, mal Linhardt so enthusiastisch zu sehen. Das ist eine absolute Rarität. Bin ich gar nicht gewohnt von ihm. Spektakulär. Ausweichend antworten, Enthusiasmuszüge, naja, vielleicht ein bisschen. Hold your horses there. I'm not really sure I've laid anything anywhere just yet. But aren't you the one who brought it up? Ha, faszinierend, muss ich sagen. Doch, ich glaube, ich interessiere mich für die restlichen Linhardt-Supports auch noch sehr. Spannend. Wie er unsere Fähigkeit beschrieben hat, fand ich auch ganz interessant. So fast anorganisch quasi, ne? Gut, ich meine, die göttliche Aura von Relikten sind halt auch nur Knochen letztendlich. Und Wappensteine. Also eigentlich nichts besonders Erfreuliches. Ich meine, hat auch einen düsteren Hintergrund letztendlich. Aber gut. Jetzt noch Ignaz und Raphael, ist vielleicht ein bisschen locker, wir werden sehen. Und dann geht auch schon die Post ab, Leute. Hey there, Ignaz! Oh, Raphael! I've been looking all over for you. Got a minute to chat? Of course. With all the battles lately, we've barely had any time to sit down and rest. Right? It feels like I don't even see you anymore. And I definitely don't have enough time to show off my muscles. Glad to see you haven't changed at all these past 2 years. The Officers' Academy shut down so suddenly. I scarcely would have imagined we'd all end up back together as part of an army. Same here. Oh, and I could hardly believe my ears when I found out you signed up to be a knight over with Lawrence. To be honest, I had nowhere else to turn. I owe a great debt to him and his generosity. Gotcha. He's not such a bad guy, that Lawrence. I agree. Tell me, Raphael, how have you been holding up these past 2 years? I hear your family opened an inn. Oh yeah, me, my grandpa, and Maya. Business is going pretty great if you ask me. That's wonderful. And how is Maya? She's as sunny as always. That reminds me, she was pretty worried about you. I better write her a letter and tell her you're okay. I'm sure she wants to see you. Bet you're feeling the same way, huh? Of course, I'd love to come and... That is, I should write her a letter. What's wrong? Life never works out the way you want, does it? Huh? Oh, it's nothing. Just thinking back to my childhood. Back then, I felt like I had the power to do whatever I wanted. What do you mean? I still feel like that now. You do? Sure. I know I joined the Officers' Academy to be a knight, but that option's off the table. But look at me now. I might not be a knight, but I'm fighting in a war as if I was. All you've got to do is put your mind to it, and you can do anything you want. Trust me. Yes, I think you're right. Thanks, Raphael. Schön. Ein einfacher Support. Keine diepe Message oder so. Naja, Leute, ich habe ja schon gehört, dieses Kapitel soll wohl ganz besonders sein. Deswegen bin ich durchaus ein bisschen hype. Sehen wir mal. Die Eroberung Hefrings. Um Nebenbei angreifen zu können, musst du dich zunächst durch die Gebiete von Hefring kämpfen. Doch eine alte Bedrohung stellt sich dir in den Weg. Und wir wissen ja schon,
Welche Bedrohung das ist an sich, macht es natürlich spannend. Vielleicht erfahren wir jetzt doch mal ein bisschen mehr über uns selbst in dem Fall. Come on, Arval, seriously? You can't drag me off to sleep like this when the battle's about to start. Sorry, but we need to talk. Do you remember the warning I once gave you? Well, I've been struck by a similar premonition now. Something feels wrong. Very wrong. Last time this happened, the Ashen Demon showed up and nearly sent me to an early grave. You think the same thing's gonna happen today? Hard to say for sure. But the feeling's worse this time around. Stronger. So if I had to guess, I'd say they're on the cusp of something terrible. An act far more dangerous than we previously imagined. Well, whatever's happening, I'm just gonna have to stop it. So long as you don't put yourself in any unnecessary danger, yes. Remember, your death would cut both of our destinies far too short. Ich glaube auch, dass Abel nur ans eigene Überleben denkt dabei, ehrlich gesagt. Ist halt sehr eigennützig. Dimitri und Rodrigue dürfen nicht sterben. Oh, die Aktion in diesem Kampf beeinflusst den maßgeblichen Ausgang der Geschichte. Na hoppla, okay. Okay, gut. Heißt, also ich hatte ja schon gemeint, es haben so viele gemeint, man sollte jetzt hier nicht unbedingt Byleth angreifen, wenn Byleth irgendwie auftaucht. Also insofern, halte ich mich mal etwas zurück. Wie sieht ein Spähtrupp im Hinterhalt aus, wenn ich zu machen? Das Blatt wird in der Schlacht deutlich gewendet, aha. Sichere Verteidigung. Okay. Das hier finde ich auch nicht unbedingt schlecht. Aber wir haben theoretisch ja sehr, sehr viel, was wir einsetzen können, ne? Ich würde die mal noch schwächen und dann weiß ich gar nicht, wenn wir hier genau schützen müssen. Ah, wir können die Verbündeten quasi jetzt auch nochmal verstärken am Anfang. Dann ist halt die Frage, was wir hier noch machen. Ja, klingt wahrscheinlich ganz sinnvoll, ne? Alles klar. Gut, Leute. Wer ist jetzt hier alles? Achso, Felix ist quasi ein Verbündeter jetzt und Rodrigue auch. Okay. Also eine Green Unit ist jetzt Felix und Rodrigue ist auch eine Green Unit. Hoppla. Wir können die wahrscheinlich schon noch ausrüsten, oder? Weil der hat jetzt natürlich Equipment, was ich jetzt nicht unbedingt auf ihn haben möchte. Bei Dimitri das gleiche. Wenn ihr jetzt eh nur Green Unit seid, muss ich da ein bisschen drüber nachdenken. Alles klar. Ansonsten würde ich sagen, Leute. Hier oben ist Randolph. Gut. Klar, unser Hauptziel. Ich mache die Vorbereitung jetzt einfach wieder offscreen und dann sehen wir uns gleich wieder, dass das Ganze ein bisschen zackiger geht, ne? Also bis gleich. So, ich habe soweit alles abgeschlossen. Wir legen los. Scheint eine sehr wichtige Schlacht zu werden. Ich bin hoch gespannt. Sollte wahrscheinlich auf einen separaten Spielstand speichern. Ja. Die Musik natürlich alleine ist schon wieder sehr, sehr gut. So, ich muss mal gucken, wie wir das jetzt überhaupt erstmal aufteilen. Also du gehst da runter. Ja, Konstanz. Greif mal hier an. Du bist hier Adjutantin. Ihr rennt natürlich darüber. Sylvain lasse ich jetzt mal die Freiheit. Und wir spielen uns. Fürs Erste. Klingt auch nach einem Plan. So, okay. Wir sind jetzt erstmal geboostert. Ich glaube, das sollte man sofort so bestmöglich ausreizen, quasi. Ah, Dimitri ist auch mit zur Stelle. Sehr gut. Oh wow, das war's schon. Krass. So, ziemlich gut geboostet, was? Ich mag die Musik an sich, weil man gerade nicht so viel mitbekommt.
Ah ja, ist Konstanz. Ne, Konstanz ist nicht spielbar. Die ist jetzt Adjutantin, da muss man ein bisschen aufpassen. Macht aber nichts. Achso, denn jetzt sind schon durch, alles klar. Könnten theoretisch auch gleich mal Erweckung uns krallen. Stimmt, ich könnte mich mit Konstanz einfach zusammenstellen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Ups. So, okay. Nächste Station frei. Dann arbeiten wir uns einfach jetzt systematisch durch, würde ich sagen. Let's get this operation underway, shall we? Starting the mission now. Ihr geht hier weiter vor, würde ich sagen. Und das sieht doch erstmal ganz okay aus. So, gleich mal mit Erweckung rein. Dachte mir, das wäre jetzt sehr passend gerade. Ach ja, wir können die Hinterhalte ausspähen. Ja? Genau. Ich glaube, das ist jetzt gutes Tempo, mit dem wir vorpreschen, so. Das ist relativ übel, wenn mit Luna zusammen gekrittet wird hier. Heiliges Kanonenrohr. Da geht's ja richtig rund gerade. Ich kann jetzt mal überlegen, will ich nach unten eventuell oder doch erstmal nach oben? Ach nee, gehen wir nach unten, würde ich sagen. Klären wir erstmal ein bisschen. Ach, Alois. Okay, vor denen sollten wir uns, glaube ich, fernhalten. Ich weiß auch nicht, ob ich Alois bekommen kann, keine Ahnung. Ich bin da mal ganz vorsichtig diesmal, weil ich das Gefühl habe, es könnte viel beeinflusst werden. Wurde uns ja auch klar kommuniziert bisher vom Spiel so, dass da einiges passieren könnte. Ah, wir sollten jetzt anscheinend auch nach unten gehen, ne? Oh, verdammt, was hat der denn? Oh, eine Rapier. Ganz schlecht. Du gehst mal darüber. Wir kommen dir gleich mal entgegen, würde ich sagen. Ja, das geht doch gut. Ja, geht mal so runter, ganz im Ernst. Huch, ach so, sie, ja, okay. Fleche. Gibt's auch noch. Okay, das probieren die jetzt, aber dafür haben wir ja tatsächlich eine Strategie. Also mal gucken. So, dunkle Spieße, das passt denn nicht. Wow, das war schnell. Okay. Okay, da kommen wir gerade so rein. Das ist ganz gut, glaube ich. Ja, das klappt noch. Da drüben ist sogar wieder Deckung. Nice. Yes. Einfach richtig, richtig gut aufgeteilt gerade. Da kommt die Strategie rein. Genau, da müssen wir uns gleich um den Typ mit dem Rapier kümmern. Ich greife einfach die nächste Erweckung gleich. Sehr schön. Dann passiert da schon mal nichts, das ist gut. Oh, hier geht's runter, ey. Das war doch mal richtig gut. Super Arbeit. Ja, es war vor allem einfach mal große Erweckung. Wie nice ist das denn? Oh mein Gott. Okay, machen wir weiter, ist die Frage, ne? Okay, da sollten wir auf keinen Fall dagegen losgehen. Ich will jetzt Alois eigentlich gar nicht erledigen. Ich glaube, wir müssen echt ein bisschen aufpassen. Ja, ich glaube, unten... Ich mache jetzt erstmal unten weiter, ganz im Ernst. Ich habe auch noch Kriegerleiste und das sollten wir, glaube ich, jetzt mal ausreizen. Und zwar so, dass wir möglichst viele damit reinziehen. Am besten. Na, kommt her, kommt her, kommt her. Machen wir mal so. Das sieht jetzt ganz stabil aus, würde ich sagen. Darf sie ja diabolisch lachen. Aber ich glaube, das macht sie nur, wenn sie im Anschluss kommt, oder? Ja. Also nicht, wenn sie den Anfang macht. Muss den Abschluss machen, glaube ich. Oh. Oh, sehr schön. Vereist, ja.
Oh, verdammt, Shamir. Da muss mich gleich auch drum kümmern. Ja, natürlich, die haben da oben natürlich richtig heftig zu tun, das ist mir schon klar. Ich weiß halt nicht, ob wir Alois bekommen können oder so, oder was ich jetzt zu tun habe da konkret. Nice. Hey, jetzt hast du ihn rausgeschleudert, das ist nicht so gut. Der sollte eigentlich dunklen Spieß abbekommen mit, aber okay. Jetzt machen wir wieder eine starre Anzeige, hallo? Was ist denn das hier? Danke. Oh, da ist aber jemand robust gebaut, oder? Naja, nicht mehr lange. Schauen wir mal. Okay, das hätten wir. Sehr gut. Ah, hat er hat er jetzt den... Ja, keine Rapierer mehr. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Ihr könnt euch da mal entgegenstellen, würde ich sagen. Du gehst mal nach oben und ich wechsle. Ja, ich kann auch mal zu dir wechseln. Warum eigentlich nicht? Passt da ja auch ganz gut. Wow, du bist auch sehr stark. Wahnsinn. Sehr gut gemacht. Okay, ich denke mal, Fleche können wir schon ausschalten, kein Problem. Aber ich will jetzt hier keine Zeit wasten. Wow, 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 wow. Das ist heftig. Let's go, Catherine. Ah, gerade so rein, dass Alois nicht getroffen wird. Okay, doch jetzt, aber den werden wir so sicherlich nicht wegbekommen. Ich hatte auch keine Möglichkeit, irgendwie von den Strategien, dass wir ihn rekrutieren können oder so. Aber ich glaube, wir sollen ja einfach mal unnötige Opfer vermeiden, oder? Man muss natürlich ein bisschen aufpassen. Oder ist da jetzt ein Hauptziel? Ich bin mir da gar nicht ganz sicher. Ich gehe mal nach oben auf jeden Fall. Und wechsle dann mal wieder zu dir hier. Du hast ihn ja schon eingefroren, ist ja nett. Okay, das hätten wir auch. Sehr gut. Auf Alois gehe ich jetzt mal nicht los weiter. Ich hasse das, wenn Basiskommandanten anvisiert werden aus Versehen. Aber wir können mal einfach so auch mal wieder was raushauen. Wir haben ja 3 Anzeigen voll, ist okay. Ich denke, allein wenn Konstanz da reinhaut durch ihr effektives Buch, sollten die eigentlich schon weg sein, oder? Ja. Da ist als nächstes noch dieses Bollwerk hier dran. Aber ich muss sagen, ohne das Mercurius-Set gefällt mir das nicht so gut, weil mit dem Mercurius-Set ist harmoniert so wunderschön mit unserer Fähigkeit. Nehmen wir jetzt halt hier noch die Fähigkeiten einfach nur mit, na, das ist mir noch wichtig, aber an und für sich muss man sagen, ist das nicht das Stärkste. Auch wenn mir das sehr viel Spaß macht gerade. Aber ich hatte auch schon stärkere Sets halt drin. Wow, wow, wow. Shamir ist schon wieder voll am Ende, ey. Das gibt's doch nicht. Oh, Mist. Ich muss regelmäßig zu Shamir, glaube ich, wechseln. Ich lasse die später, glaube ich, einfach nur irgendeinen Punkt bewachen oder so. Ist mir ein bisschen zu heikel. Ah, oben, oben, oben. Ha. Moment, wo? Ja. Oh, okay, das gefällt mir schon deutlich besser. Mache ich jetzt mit Shamir weiter? Das könnte ich auch machen, klar.
Let's get this operation underway, shall we? Und Yuri, was machen wir mit dir? Du kannst ja mal versuchen, uns mit zu beschützen. Ist auch okay. Ich spiele mal ein bisschen Scharnier, ja komm. Wir sind ja doch noch relativ effektiv an sich unterwegs, ne? Eben, also wenn du mit Effektivschaden unterwegs bist, dann geht das ja trotzdem schnell. Auch wenn sie jetzt vielleicht nicht besonders gut trainiert sein mag, aber das funktioniert immer. Das geht einfach ab. Und ich muss immer sagen, ich mag bei Schützen am Boden immer die Zweier-Kombo am meisten tatsächlich. Die ist einfach besonders stark, ich weiß auch nicht. Scheint mir vom Damage-Output immer das Beste zu sein im Durchschnitt. Ganz witzig. Ach so, ich habe ja schon voll. Moment. Dann machen wir hier weiter, würde ich sagen. Na, es geht echt super schnell. Okay, wenn sie jetzt hier auch durch ist, dann würde ich auch fast sagen, gehen wir mal nach da drüben, allmählich. Wir haben jetzt auch einen Schlüssel, dann kann quasi jeder öffnen, wenn er möchte. So, okay. Die dürfte jetzt auch bald weg sein. Und sogar wieder Erweckung verfügbar, cool. Alles klar, dann gehen wir da weiter. Ich wechsle vielleicht zu Ingrid, genau. Keine Chance. I can still keep going, boom. Ich hoffe... Randolph, I'm so sorry. Oh oh, habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Hätten wir die vielleicht auch rekrutieren können? Oh oh. Ich habe das Gefühl, wir hätten die vielleicht rekrutieren können. Fleche ist gefallen, weil das war jetzt so, ja, ich speichere mal auf einen separaten Spielstand, weil nicht, dass ich mir irgendwelche Supports oder so verbaue, falls Fleche tatsächlich ein spielbarer Charakter wäre und ich jetzt irgendwas gewaltig verbaut habe. Das wäre sehr bitter. Ja, Randolph natürlich jetzt am Ausrasten. Nicht weiter verwunderlich. Oh, tatsächlich hat auch direkt ausgereicht. Sehr stark. Machen wir mal kurz. Oh, jetzt musst du nach da unten haben. Noch ein bisschen überlegen, wie wir am besten weitermachen. Ja, sollte Ingrid mal helfen. Ich denke, das ist am besten. Ich gehe dann mal mit nach oben und wenn ihr es zu zweit macht, ist das schon, glaube ich, ein bisschen realistischer. Dunkle Spieße. Easy. Und auf Alois werde ich jetzt mal nicht losgehen. Ganz bewusst eben. Ich traue dem Frieden da nicht so ganz. Das hat sich gerade schon so bedrohlich angehört mit Fleche. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Oh verdammt, Felix. Man sieht aber gar nichts mehr. Okay, nachdem sie jetzt auch erledigt ist, geht ihr da weiter. Lass dich nicht im Nachteil kämpfen, Felix, das kannst du vergessen. Ingrid und Felix zusammen. Das wird natürlich mega stark. Okay, das gehört auch uns sehr gut. Dann würde ich sagen, räumen wir da noch ein bisschen auf. Vielleicht auch mal so. Marianne ist ja auch noch dabei. Als Tänzerin hier. Sieht das schön aus. Und eliminiert. So. Oder noch nicht ganz, aber jetzt. Immer noch nicht, so.
Okay, soweit eigentlich alles erledigt, ne? Müssen wir Alois jetzt wirklich erledigen? Moment, ich guck mir mal die Mission nochmal an. Besiege Fleche war aber auch eine Hauptmission. Ne, wir müssen Alois besiegen, so wie es aussieht. Aber uns gehört jetzt soweit auch alles. Dann können wir jetzt quasi komplett offensiv auf Alois machen. Können wir wahrscheinlich, ja. Ingrid stelle ich nochmal nach da unten ab. Oh. Ich sollte vielleicht mal wieder gucken, dass ich... Oh, wow. Ich glaube, deine Resistenz ist ein bisschen sehr miserabel, Alois. Oh Gott, das ging jetzt schnell. Ich dachte erst so, wenn ich dunkle Spieße raus habe, gemerkt, oh, ich habe ja gar kein, nicht mehr genug Haltbarkeit einfach. Tja. Okay, aber er ist zumindest am Rückziehen. Vielleicht hätte ich das mit Fleche doch nicht machen sollen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wir hatten keine Möglichkeit, ne? So eine Musik irritiert mich halt immer total dann automatisch. So, das noch kurz mitgenommen. Okay, jetzt können wir theoretisch vorstimmen, richtig? Ritterkommandantenschwert, oh Gott. Ich habe ein bisschen Angst, dass Byleth irgendwie alles zerlegen könnte. Da gruselt es mich jetzt schon so ein bisschen, muss ich sagen. So, Chris ist gerade da, dann mach doch mal Schattengleiten nach hier. Well, couldn't hurt. My turn. Ich wünschte nur, ich hätte jetzt noch ein paar Möglichkeiten, anderweitig aufzuräumen. Mit ein paar Fähigkeiten. Meine Güte, das war viel Schaden. Das hat mir jetzt wahrscheinlich den S reingekostet, den Herz nicht. Allerdings wird die Zeit langsam knapp. Na gut, machen wir nochmal eine Erweckung, was soll's. Ist vielleicht doch der passende Moment gerade. Kriegt gerade wirklich ein bisschen viel Schaden. Wir können aber Byleth auch nicht umgehen, ne? Weil da habe ich schon ein bisschen Angst, muss ich sagen. Then do it. If you can. I don't care who you are. You go no further. Da muss ich Byleth doch erledigen. Ich bin mir nicht sicher. Ich hatte alles so verwirrt. Die haben ja irgendwie gemeint, ich sollte ihnen besser aus dem Weg gehen und das irritiert mich wirklich. Mal schauen, ob noch irgendwas passiert. Oh, verflixt, jetzt bin ich eins zu weit. Funktioniert trotzdem. Das sieht immer so albern aus, weil das trotzdem funktioniert. Okay, wurde besiegt. Okay. Ist doch nichts passiert, da. We've got a friend has fled. Should we not give chase? I bear a report from Lord Rodrigue, Your Majesty. Enemy reinforcements are approaching our base. That's not good, but we can't afford to let up now. Indeed. Felix and I will go. That will be more efficient than dividing our entire army.
Okay. Und jetzt? Was jetzt? Mach bald die Tür auf, bitte hier, ne? Wenn ich die Tür bald aufmache, dann kriege ich meinen S-Rang nicht, hallo? Ah, okay. Das sollte schnell gehen, oder? Mann, ich hatte ja so viel Angst in dem Kapitel und im Prinzip war die voll unbegründet, habe ich den Eindruck. Dann hieß es noch so spektakulär, dass es so einen großen Einfluss hätte, was man hier tut. Mann, ey. Ja, Randolph, ich habe ziemlich viel davon. Machen wir mal weiter, würde ich sagen. Volles Programm. Das war's auch schon. Oh je. Schon schade, aber vor allem die beiden sind eigentlich ganz interessant, finde ich. Also Randolph an sich wäre auch mal spannend, wenn man ihn erleben würde, so. Naja, vielleicht wäre er spielbar im Kaiserreich. Das finde ich tatsächlich voll cool, wenn das der Fall wäre. Ich meine, wir haben ja hier jetzt auch Rodrigue gehabt zum Beispiel, von daher finde ich das richtig schick. Jetzt ist Jeralt aufgetaucht, okay. Hauptmission ist jetzt wirklich besiege Jeralt. Oh, sehr schön. Da drüben ist ja sogar wieder ein bisschen Nachschub. Ausgezeichnete Arbeit übrigens, gerade. Liebe Konstanz, fantastisch. Boah, da habe ich gar nicht gesehen, dass er da rausgestürmt ist direkt. Muss ich jetzt wirklich Jeralt erledigen auch noch? Nein, 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 Shamir. Oh mein Gott. Okay. Er hätte fast Shamir noch gekillt. Gruselig. It looks like you finally beat me. About time my luck ran out. Guess I'm overdue. The rest is up to you, kid. I defeated the Blade Breaker. I can't believe it. You should be more careful, Felix. What do you know of caution? I guess this is it then. So it would seem. Your Majesty! It's good to see you safe. Ah, and you, Rodrigue. Well, Felix, I trust you've been keeping a watchful eye on him. I'm afraid there's no watching out for my recklessness. Now you admit it. We need you in one piece. See that, Lambert? Just like when we were their age. You were there every step of the way. All right. The others are waiting. We wouldn't want them to worry about...
You'll pay for this! The steadfast and the vigorous. You would offer them as tribute? Again. You resist me? No! Not exactly the way I thought I'd meet my end, but I can only hope that I served you well. Don't say that. We'll get you help. Protect them, Felix. His Majesty and the kingdom. Oh. I swear that I will. Lambert, Glenn, forgive me. Oh. Jeralts gone? Ist ja ganz schön viel passiert gerade. Oh Mann, ey. Mir hat niemand gesagt, dass Rodrigue stirbt. Ich muss... Ein Glück, dass ich dann separat speichern kann nochmal. Aber ich habe seine Supports nämlich nicht mehr gezeigt. Und oh Mann, ey. Okay, ich werde die dann noch zeigen im Nachhinein. Wäre nur, glaube ich, ganz cool gewesen, die davor noch zu zeigen. Aber naja. Gut, dann ist es eben so. No. This is all my fault. I let them walk all over me. I left him unprotected. I'm sorry, Captain. I'm so sorry. It is what it is. Mercenaries live short lives. It did not have to be like this. Had you not scorned my strength, your father would yet live. The captain was a true titan among men. I can't believe he's gone. There is a way to solve this woe. Just grant to me your worldly flesh, and vengeance shall be yours. We must now send the whelp that killed your father to an early grave. Do you mind taking command for a while, Aloise? There's something I need to do. Well, yes, of course, but surely I can aid you. No. This task is mine alone. Very well. But don't you dare get yourself killed. This is the reality of war. We always knew days like today would come. More than anything, I'm worried about how Felix and Dimitri must be feeling right now. Where's Dimitri? And Felix? They are still talking with the other lords about where we go from here. Rodrigue's death has left some massive shoes to fill. Rodrigue devoted every second of his life to the kingdom. Even after he stepped down as a duke. There are always plenty of pieces to pick up when you lose someone like that. Listen, this is all my fault. If only I'd figured out what they were up to sooner. I know you won't listen if I tell you you're wrong, so let me just say this. Nothing you do will bring back the dead. And that includes blaming yourself for what happened. Yeah, you're right. Come on, it's getting late. I think we could all use a nice dinner and a good night's rest right now. I get that they're trying to make me feel better, but I still can't help but blame myself. I'm sorry, Arval. You were right. All this stuff about avoiding the Ashen Demon, you knew from the beginning it wasn't gonna happen. What's done is done, and in the end, you've lost someone quite dear to you. A sad turn of events, yes, but you can't wallow in it. No matter how much it may hurt now, this pain will make you stronger. I'm sure of it. I hope you're right. And I guess it's worth remembering there are people much more affected by this than I am. Not much choice now but to toughen up. And one of these days, defeat the Ashen Demon. Aber wieder gefühlt die dunkle Seite einfach. Das ganze Leid macht uns stärker, jawohl. Meine Güte. Wait, that's it?
Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Vielleicht hatten wir doch irgendeine Möglichkeit, was zu beeinflussen. Ich meine, das wurde nicht umsonst am Anfang des Kapitels gesagt, aber ich habe keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe. Ich habe mir sehr viel Zeit gelassen extra und habe die Hauptmission dann halt verzögert sogar ausgeführt. Aber ich habe nichts gesehen, was man hätte tun können irgendwie anderweitig. Hätte der Byleth auch nicht ignorieren können, das ist total komisch noch. Also, keine Ahnung, was einem die Entwickler ja sagen möchten. Vielleicht hätte man irgendwas ändern können, I don't know. Ansonsten bleibt es halt das typische Warriors-Gameplay, ne? Merkwürdig. What are you doing up at this hour? You should head back to your tent. We have an early start tomorrow. I could say the same to you. I know you're busy and all, but you need rest. As pitiful as it may sound, burying myself in work is the only way I can find peace in times such as these. The moment I close my eyes, I'm greeted by nothing but thoughts of Rodrigue. Dimitri, I'm sorry. It was all my fault. You needn't blame yourself. Felix and I were right there. We could do little more than watch while his life was taken from him. And of course, we never would have found ourselves in such a position had my judgment been better. Still, defeating the Ashen Demon has always been my responsibility. I was a fool to think we could settle things without fighting them, and Rodrigue lost his life to that foolishness. But I won't make the same mistake again. I will defeat the Ashen Demon. Mark my words. That fiend is my enemy too, and everyone else feels the same. Wasn't it you who taught me not to bear all my burdens alone? Now go get some sleep. I'm sure you're tired. Right. Thanks, Dimitri. You should know I don't take kindly to eavesdropping, Felix. I should have kept quiet. You know, such talk would kill our morale if our soldiers caught wind of it. Thankfully, it is a secret to all, save prowlers like you. I'm just here to check you're not making things worse. How much worse could it get? My poor leadership sent Rodrigue to his death. He never intended to sacrifice his life like that. You're as thick as ever. Yes, I'm sure my father regretted dying in such a way. But not because he wasn't ready to go. If anything, he was already looking for a fitting place to die. His one regret would be never getting to see the new Fargus, his beloved king, created. Which is why I'll be taking his place by your side. You need to win this war. Not just for today's kingdom, but for tomorrow's. Only then will his dream finally come true. Felix. It's funny. The two of us staring at the stars on a cold night like tonight brings back memories. You mean when we got snowed in on the mountains? I remember it well. Das kann nicht sein. Unmöglich, es gibt keinen Schnee hier, vergiss es. Nein, das ist nur in deinem Kopf. Until Rodrigue and Glenn found us huddled together amidst the frost, that is. Worst scolding I ever got. Well, I doubt they begrudge us a few tears tonight, at least. No. I imagine not. I pray for your safety in the coming battle, Your Majesty. And you can rest easy. We will cover the Western Front in your absence. I don't know what I've done to deserve such reliable knights in my service. But I thank you all the same. The monastery will be ours. I swear it. Now then, let us all live to see the sun rise on Fargus another day. Yes, Your Majesty. Yes, this is it. The final push. Indeed. And with Leicester and the Church involved, this will undoubtedly be our largest battle since this very war began. By now, we're well acquainted with what Adrestia is capable of. Yet, it's difficult to predict what we'll be up against. All we can do now is take up arms to fight, survive, and ultimately carve our way to victory. Every one of our battles so far has been important, yes. But this one seems almost overwhelmingly so. Especially considering how far we have come to get here. But at the same time, it all feels like it's happened so quick. I mean,
I can remember the Empire declaring war on the church as if it were yesterday. If you don't mind me asking, Your Majesty, say we do get the monastery back. What happens then? We push forward to Enbar, of course. After that, I can't say. But there's no sense speaking of such matters now. We must focus on the task at hand. We are ever by your side, Your Majesty, no matter what comes next. All of us have chosen this path, and we will stand by it. What's wrong, Mercy? Are you nervous? Oh, no. I was just thinking about something. Do you remember that Death Knight who was fighting with the Empire? I wonder where he is now. Huh. Good question. He used to show up all the time, but it's been a while since he's made an appearance. I guess we better be ready for him to come charging out at any moment, just to be safe. Yes, I think you're right. He was quite the warrior. Come on, everyone. We've got to get to ALL before the enemy catches on to us. Na gut, viel passiert, aber ich würde sagen, der Part ist sehr lang. Wir sprechen beim nächsten Part besser drüber, glaube ich. Das bietet sich dann mehr an, bevor ich jetzt hier nochmal so eine Viertel bis halbe Stunde zusätzlich oben drauf gebe. Ich habe die ganze Zeit natürlich das Gefühl, irgendwas falsch gemacht zu haben, aber mal gucken. Vielleicht ist das auch ein trügerisches Gefühl, wir werden sehen. Vielleicht schreibt ihr auch noch was dazu, I don't know. Wäre schön, was es mit der Message überhaupt auf sich hatte. Oder hab ich alles richtig gemacht? I don't know, wie gesagt. Klärt mich gerne auf, Leute. Und wir sehen uns beim nächsten Part. Bis dahin.